Ein 43 Kilo schwerer schwarzer Schäferhund, den alle nur der Wolf nannten, sollte in 9 Stunden eingeschläfert werden. 312 Familien waren in 14 Monaten an seinem Zwinger vorbeigelaufen, keine einzige blieb stehen. Doch als eine Tierärztin sich auf den kalten Betonboden kniete und ihr Stethoskop an seine Brust legte, entdeckte sie etwas, das ihre Hände zum Zittern brachte. Und es veränderte alles. Ein 43 Kilo schwerer schwarzer Schäferhund mit Fell wie ein Schatten und Augen wie brennender Bernstein sollte an einem Freitagmorgen um 6 Uhr sterben. Nicht, weil er krank war, nicht, weil er aggressiv war, weil er aussah wie ein Wolf, und in 14 Monaten hatte sich kein einziger Mensch getraut, ihn lebend aus diesem Tierheim zu holen. Sein Name war Koda, und er hatte weniger als 9 Stunden. Aber was eine junge Tierärztin entdeckte, als sie sich an diesem Donnerstagabend vor seinen Käfig kniete, würde alles in Frage stellen, was das Tierheim in seine Akte geschrieben hatte. Alles, was sie über ihn glaubten. Alles, was sie zu wissen meinten. Und es begann mit einem einzigen Detail, das ihre Hände zum Zittern brachte. Koda kam an einem kalten Januarabend ins städtische Tierheim in Freiburg. Jemand hatte ihn mit einem ausgefransten Seil an das Eingangstor gebunden und war verschwunden. Kein Zettel, kein Name, keine Erklärung. Nur ein riesiger schwarzer Hund, der im Regen saß und auf jemanden wartete, der nie zurückkommen würde. Der Aufnahmebericht las sich wie eine Warnung. Groß, reagiert nicht auf Kommandos, wolfsähnliches Erscheinungsbild, nicht geeignet für Familien. 3 Worte besiegelten sein Schicksal, bevor es überhaupt jemand versucht hatte. Nicht vermittelbar. Also Leute, stellt euch das mal vor. In den nächsten 14 Monaten kamen 312 Familien durch dieses Tierheim. Manche wollten Welpen. Manche suchten Golden Retriever mit sanften Augen und wedelnden Schwänzen. Ein paar warfen einen Blick auf Kodas Zwinger. Die meisten wechselten auf die andere Seite des Flurs. Eine Frau zog ihr Kind näher zu sich und flüsterte, »Der sieht gefährlich aus.« Koda hörte nach dem 4. Monat auf zu reagieren. Er fraß nur noch, wenn der Raum leer war. Er schaute nicht mehr hoch, wenn Schritte vorbeigingen. Er drückte sich in die hinterste Ecke seiner Betonzelle und starrte die Wand an, als würde er versuchen, darin zu verschwinden. Die Mitarbeiter im Tierheim waren nicht grausam. Sie waren überfordert. 63 Hunde, 12 Zwinger und ein schwarzer Wolfshund, den niemand wollte, belegte einen Platz, den sie dringend brauchten. Also trafen sie die Entscheidung. Einschläferung. Freitag, 6 Uhr morgens. Kodas Name kam am Dienstag auf die Liste. Er hatte noch 72 Stunden. Dr. Lena Berger hätte an diesem Donnerstagabend eigentlich gar nicht in diesem Tierheim sein sollen. Sie sprang für eine Kollegin ein, machte Routineuntersuchungen bei Neuzugängen. Einfacher Job, kurzer Besuch, rein und raus. Aber als sie an Zwinger 9 vorbeiging, blieb sie stehen. Nicht wegen Kodas Größe, obwohl er riesig war, nicht wegen seines schwarzen Fells, das das Neonlicht schluckte wie ein schwarzes Loch. Sie blieb stehen wegen dem, was sie in seinen Augen sah. Nichts, absolut nichts. Keine Angst, keine Aggression, keine Hoffnung, nur Leere. In 7 Jahren als Tierärztin hatte Lena misshandelte Hunde gesehen. Hunde aus Kampfringen mit Narben am ganzen Körper. Aber sie hatte noch nie einen Hund gesehen, der aufgehört hatte zu existieren, während er noch atmete. Sie kniete sich hin. »Hey, großer Junge!« Koda bewegte sich nicht, blinzelte nicht. Sie las seine Akte. Geplante Einschläferung, Freitagmorgen, weniger als 9 Stunden entfernt. Ihr Magen zog sich zusammen. Krass, ich sehe gerade, dass ihr immer noch nicht abonniert habt. Das bricht mir echt das Herz. Drückt jetzt auf den Abo-Button, Leute. Glaubt mir, ihr wollt sehen, was als nächstes passiert. Lena öffnete die Zwingertür. Jede Vorschrift sagte, sie sollte es nicht tun. Aber irgendetwas sagte ihr, dass dieser Hund nicht gefährlich war. Dieser Hund hatte aufgegeben. Sie setzte sich auf den kalten Betonboden. Koda knurrte nicht, zuckte nicht zusammen. Er beobachtete sie nur mit diesen leeren Bernsteinaugen. Dann legte sie ihr Stethoskop an seine Brust. Und in diesem Moment änderte sich alles.
Seine Herzfrequenz lag bei 40 Schlägen pro Minute. Normal für einen großen Hund sind 60 bis 100. Entweder versagte sein Herz oder dieser Hund hatte so vollständig abgeschaltet, dass sein Körper seinem Geist in die Kapitulation folgte. Sie fuhr über seine Rippen. Untergewichtig, nicht am Verhungern, aber am Verblassen, als hätte er beschlossen, sich kleiner zu machen, bis er nicht mehr da wäre. Lenas Hände zitterten jetzt, nicht vor Angst, vor Wut. »Du bist nicht aggressiv«, flüsterte sie, »du trauerst.« Und dann tat Koda etwas, das die Mitarbeiter in 14 Monaten noch nie gesehen hatten. Er drehte seinen Kopf, langsam, und schaute ihr direkt in die Augen. Nicht durch sie hindurch, sie an. Und für den kürzesten Moment zuckte sein Schwanz. Kein Wedeln, nur ein winziges Zittern, als hätte sich irgendwo tief in diesem Körper etwas daran erinnert, wie sich Hoffnung anfühlt. Echt jetzt, genau solche Geschichten sind der Grund, warum diese Momente gesehen werden müssen. Lena holte ihr Handy raus und rief die Tierheimleitung an. »Ich nehme Zwinger 9. Koda? Lena, der steht morgen auf der Liste. Die Papiere sind schon... Ich nehme ihn, heute Nacht.« Stille am anderen Ende. Dann ein langes Ausatmen. »Du hast bis Mitternacht.« Um 23:47 Uhr lud Lena einen 43 Kilo schweren schwarzen Schäferhund auf die Rückbank ihres Autos. Koda wehrte sich nicht. Er starrte aus dem Fenster, wie das Tierheim kleiner wurde. Seine Bernsteinaugen fingen das Straßenlicht ein und für eine halbe Sekunde sahen sie nicht mehr leer aus. Die erste Woche schlief Koda 18 Stunden den Tag. Lena drängte ihn nicht. Sie war einfach in seiner Nähe. Leise, geduldig. Tag 9 war der Durchbruch. Lena saß auf ihrem Wohnzimmerboden, als sie etwas Warmes an ihrem Knie spürte. Koda hatte seine gesamten 43 Kilo an ihre Seite gelehnt. Sein Schwanz bewegte sich. Nur einmal, kaum merklich, aber er bewegte sich. Nach 2 Monaten war Koda nicht wieder zu erkennen. Sein schwarzes Fell glänzte wie Obsidian. Er hatte 5 Kilo Muskelmasse zugelegt. Er folgte Lena von Raum zu Raum, nicht aus Angst, sondern aus freier Entscheidung. Er schlief jede Nacht am Fußende ihres Bettes. Er bewachte sie, beschützte sie, wählte sie. Derselbe Hund, den die Welt einen Wolf nannte. Derselbe Hund, an dem 312 Familien vorbeigingen. Derselbe Hund, der 9 Stunden vom Tod entfernt war. Er brauchte niemanden, der ihn reparierte. Er brauchte jemanden, der sich auf einen kalten Boden setzte und sagte, »Ich sehe dich.« Manche Menschen gehen an den dunklen Zwingern vorbei und suchen etwas Einfaches. Aber manchmal ist derjenige, der euch am meisten braucht, derjenige, der im Schatten sitzt und darauf wartet, gesehen zu werden. Wenn ihr denkt, Koda war gebrochen, dann liegt ihr falsch. Er hat nur gewartet. Wärt ihr an Zwinger 9 vorbeigelaufen oder hättet ihr euch auf den kalten Boden gesetzt? Schreibt es mir in die Kommentare.